Hallo, heute zeige ich dir ein Konzept, wie die Finger geläufiger werden am Beispiel der Durtonleitern. Ich schaue jetzt mit dem Daumen auf C, F und zurück. Ja? So kann der Abstand der Finger immer gleich bleiben. Damit ich aber in weiterer Folge das jetzt gut hintereinander spielen kann, werde ich da jetzt diese 5 Finger hin und her spielen. Diese 5 Töne. Okay. Ja. Das soll genauso klingen, wie wenn ich so spielen würde. Die meisten Schüler haben den Finger in der Höhe. Bitte an den Tasten entlang rutschen lassen. Okay. Der nächste Übergang ist hier. Kann auch so geübt werden. Wichtig ist, dass der 4. Finger immer in Verlängerung der Taste kommt. Ja? Also so drüber legen, dass er gerade kommt. Wiederum, ich spiele zwischendurch so, horchen, ob es gut klingt. Dann so, wenn ich das kann, gehe ich durch die Tonleitern, zum Beispiel D-Dur. Eine sehr häufige Tonleiter D-Dur. Ja? In Verlängerung der Taste. Das gleiche kann ich natürlich mit der linken Hand auch machen. Ich schaue dem Daumen nach. Und wenn ich mit beiden Händen spiele, ist es ein bisschen schwieriger, weil dann kommen die Fingerwechsel nicht gleichzeitig. Deswegen ganz langsam und immer vorausdenken, damit ich hier in Verlängerung der Tasten bin. Okay. Das gleiche kann man natürlich auch mit anderen Tonleitern machen. Viel Spaß!